Hi, ich bin Tokumbo. Ich bin Sängerin und Songschreiberin. Sailing through my fear. Vielleicht kennst du mich von einem meiner letzten Alben, von meinen Konzerten oder aus meinen Anfängen mit meiner ersten Band Tok Tok Tok. Seit meinem letzten Album Golden Days ist eine Weile vergangen und jetzt ist es Zeit für ein neues Album. 12 neue Songs, 12 neue Geschichten, die vom Reisen und vom Ankommen erzählen und davon, wie sich die Puzzleteile des Lebens zusammenfügen. I move mountains just to feel what I felt when last we. In einem Baumhaus habe ich die ersten Songskizzen geschrieben. An der Nordsee bin ich mit den Texten schwanger gegangen. Und im schönen Bluehouse Studio in Hamburg haben wir an den Liedern gefeilt. Und dabei sind wunderschöne Arrangements entstanden und eine neue Facette meines Folk-Noir-Stils. Sing me a song when I'm lonely, remind me of the good days. Es wird wieder handgemachte Musik sein, warm, erdig, leichtfüßig, poetisch, lebendig, temperamentvoll. Und die Songs sind geprägt von Folk, Pop, Songwriter, Jazz und beeinflusst auch von meiner Herzensmusik, der großen Kunst der Songwriter der 70er Jahre. In den Songtexten erzähle ich von den vielen Gegensätzen des Lebens und auch von den verschiedenen Einflüssen aus den zwei Kulturen, in denen ich aufgewachsen bin, Nigeria und Deutschland. Jetzt brennen wir also darauf, ins Studio zu gehen und das Album aufzunehmen, damit es im September schon erscheinen kann und euch auf den Konzerten, die wir bereits gebucht haben, vorgestellt werden kann. Ich möchte dich einladen, mit auf diese Reise zu kommen und Patin oder Pate meines neuen Albums zu werden. Ich nehme dich mit hinter die Kulissen der Produktion und du erfährst als erstes alle Neuigkeiten, wie zum Beispiel, welcher der erste Song ist, der rauskommen wird. Ich habe fantastische Menschen an meiner Seite, allen voran meine Band. Mit meinen beiden Produzenten und Co-Writern Ulrich Rode und Matthias Meusel an Gitarre und Schlagzeug, meinem langjährigen Bassisten Christian Flor und der Multi-Instrumentalistin Anne de Wolf, die auch die wunderschönen Albumfotos macht. Mittlerweile arbeiten wir in dieser Konstellation schon seit 12 Jahren zusammen. Und unser Toningenieur Marc Ebermann, der für die Klangveredelung zuständig ist, ist auch wieder mit im Boot, sodass Hi-Fi- und Vinylfreunde wieder voll auf ihre Kosten kommen. Zu guter Letzt zählen zum Team auch die Grafikerin und die PR-Promoterin, die dafür sorgen sollen, dass meine Musik möglichst von vielen Menschen im Radio, in Zeitschriften und im Fernsehen entdeckt werden kann. Dieses tolle Team, das auf höchstem Niveau und mit Herzblut und Hingabe arbeitet, muss und möchte ich natürlich angemessen bezahlen. Als unabhängige Künstlerin stehen mir dafür keine externen Mittel zur Verfügung. Und hier kommt das Crowdfunding ins Spiel. Gemeinsam können wir dieses Projekt verwirklichen. Indem du mein Album vorbestellst, entweder als CD oder Vinyl oder dir eins der anderen Dankeschöns aussuchst, trägst du dazu bei, dass dieses Album veröffentlicht werden kann. Mit deiner Unterstützung förderst du in diesen Zeiten des Wandels in der Kulturbranche musikalische Vielfalt, ermöglichst Musik abseits des Mainstreams und wirst dadurch zur Kulturpatin und zum Kulturpaten. Auf der Plattform Startnext kannst du neben deiner Albumvorbestellung zum Beispiel ein Geburtstagsständchen verschenken, dir die Deluxe Collectors Box gönnen oder aber ein exklusives Garten- oder Wohnzimmerkonzert für dich und deine Freunde veranstalten. Mit dem Startlevel des Crowdfundings können wir Studioaufnahmen, Honorare, Artwork, Herstellung und einen Teil der PR finanzieren. Und alles, was darüber hinausgeht, steht uns zur Verfügung für die Verwirklichung eines Musikvideos und weiterer PR. Through the white noise in a whisper. Übrigens,
Es gilt das Alles-oder-nichts-Prinzip. Wir müssen das Startlevel erreichen, damit das Album rauskommen kann. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, denn das Album wird sehr, sehr schön. Und gemeinsam sind wir mein Label. I'm a no